Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute wollen wir einmal einen kurzen Blick über die doch umfangreiche Filmografie eines der imposantesten Kaiju aller Zeiten werfen. Los geht's! 1964 war ein turbulentes Jahr für Kaiju-Fans. Im April erschienen Godzilla und die Urweltraupen und wenig später Dogora. Doch Ende des Jahres trat ein Antagonist im Godzilla-Universum auf, der neben dem König der Monster selbst und dem Schmetterling Mothra als das Gesicht des Kaiju Eiga gilt. Ich meine natürlich den dreiköpfigen Drachen König Ghidorah. Das Kaiju Eiga-Genre wurde 1964 10 Jahre alt. Seit Godzillas erstem Auftreten 1954 wurden nicht nur Kaiju-Filme produziert, sondern auch reine Science-Fiction-Filme wie Krieg im Weltenraum und Gorath. Das Studio kannte sich also auf irdischen und außerirdischen Drehorten aus. Doch bisher traten nur irdische Kaiju auf. Mit Dogora erschien zwar ein Kaiju aus der Erdatmosphäre, doch weiter hatte man sich nicht getraut. Ghidorah erscheint zum ersten Mal in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah und zu dessen Entstehung haben wir auch eine Kaiju-Kunde fertig. Hier möchten wir einen kleinen Einblick geben in die Geschichte des Goldenen Drachen von 1964 bis heute. Natürlich werden auch Ghidorahs Namensvetter kurz erwähnt und erklärt, obwohl sie mit ihm gar nichts zu tun haben. So zum Beispiel Death Ghidorah und Kaiser Ghidorah. Ghidorah ist einer der berühmtesten Gegenspieler von Godzilla. Mit einer Ausnahme, nämlich in Shusuke Kanekos GMK von 2001, ist er stets der Bösewicht. Dieses Kaiju ist extrem vielseitig. Seine Herkunft ist in der gesamten Showa-Ära das Weltall. Als Mothra, Godzilla und Rodan ihn zurück ins Weltall verjagen, kehrt er ein Jahr später in Befehl aus dem Dunkel zurück und ist unter der Kontrolle der X-Aliens. Doch den Menschen und den irdischen Kaiju gelingt es erneut, ihn zu vertreiben. 1968 erscheint mit Frankenstein und die Monster aus dem All die 20. Kaiju-Produktion der Toho. In diesem Meisterwerk von Ishiro Honda treten 8 Kaiju gegen den Goldenen Drachen an und können ihn auch besiegen. 1972 wird er erneut von Außerirdischen kontrolliert und zusammen mit einem der brutalsten Kaiju überhaupt zur Eroberung auf die Erde angesetzt, den Cyborg Gigan. Nach einem harten Kampf gelingt es Godzilla und Anguirus, die beiden von der Erde zu vertreiben. Hier hatte Ghidorah auch seinen letzten offiziellen Auftritt in der Showa-Ära. Er tritt zwar als Stock-Footage immer mal auf und in der bekannten Serie Zone Fighter gibt es einen kleinen Cameo-Auftritt, doch erst später kommt er eindrucksvoll wieder zurück auf die große Leinwand. Das Inferno war entfesselt, die Hölle hatte sich aufgetan. Godzilla, Duell der Megasaurier. In der Heisei-Ära erscheint er nur ein einziges Mal, nämlich in Godzilla Duell der Megasaurier von 1991. In der deutschen Fassung wird sein Name wie im Englischen ausgesprochen. Wurde er in der Showa-Ära noch König Ghidorah genannt, heißt er hier King Ghidra. Anstelle von Godzilla entstand eine neue Bedrohung, King Ghidra. King Ghidra. Der dreiköpfige Koloss ist im dritten Teil der Heisei-Ära nicht ein Kaiju aus der Galaxie, sondern es existieren zuerst nur 3 kleine Mini-Kaiju namens Doratos. Diese werden auf eine Zeitreise mitgenommen und auf der Insel Ragos ausgesetzt, auf dem später Atombombentests stattfinden werden. Die 3 Wesen mutieren schließlich zu King Ghidra. Er wird von den imperialen Zukunftsmenschen Wilson und Renchiko in den Kampf gegen Godzilla geschickt. Nach einem harten Kampf besiegt Godzilla seinen Erzrivalen. Jetzt, mein alter Freund, wirst du noch einmal für uns in den Kampf gehen. Später im Film erwecken ihn die Zukunftsmenschen erneut und nun tritt er als Mecha King Ghidorah gegen den König der Monster an, welches in einem Putt endet. Die Mecha-Version des Goldenen Drachen ist absolut fantastisch und Spezialeffekte-Regisseur der Heisei-Ära Koichi Kawakita kann man dafür nur gratulieren. Das Design von Ghidorah an sich wurde inspiriert von der Legende von Yamato, in denen ein mehrköpfiges Drachenwesen vorkommt. Diese Variante sehen wir auch in Madara von 1994. Im Original heißt der Titel Yamato Takeru
und ist ein Remake des 1959 erschienenen Films Die drei Schätze. Der 8-köpfige Drache erinnert auch sehr an das Design des Heisei Ghidorahs. In der Mothra-Trilogie erscheint im ersten Teil Death Ghidorah, ein auf 4 Beinen laufendes Kaiju mit 3 Köpfen. Dieses Wesen hat nichts mit dem eigentlichen Ghidorah zu tun. Sein etwas veränderter Name und das Design sind lediglich ein Tribut an das Original und sollten sicherlich auch dadurch mehr Zuschauer in die Kinos locken. Im dritten Teil der Motten-Trilogie erscheint dann wieder der originale King Ghidorah und liefert sich einen erbitterten Kampf gegen den Schmetterling. 2001 hat Regisseur Shusuke Kaneko den Kaiju-Klassiker Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah einen Tribut zahlen wollen. Doch hier ist der goldene Drache nicht der Feind, sondern ein Verbündeter. In einer Legende tritt Ghidorah als Gott der Berge auf und ist neben Baragon und Mothra das mächtigste Schutztier Japans. Doch er ist noch nicht voll ausgewachsen und unterliegt im Kampf gegen einen zombie-ähnlichen Godzilla. Diese Rolle ist ein Novum im Kaiju Eiga und ist bisher einmalig. 2004, zu Godzillas 50. Geburtstag, erscheint Kaiser Ghidorah. Nicht nur namenstechnisch wurde das Kaiju aufgepowert, sondern auch vom Design. Schade nur, dass man aus Kaiser Ghidorah nicht mehr gemacht hat. Theoretisch wäre das Kaiju als Antagonist des letzten Godzilla-Films richtig gut gewesen. Doch wie vieles an diesem Teil ist es ganz schnell vorbei mit ihm. Damit endete die Millennium-Ära und somit die klassische Form der Spezialeffekte. 2016 begann mit Shin Godzilla die Reiwa-Ära. In der Anime-Trilogie von Godzilla erscheint ebenfalls Ghidorah, und zwar in seiner bisher größten Form. Das Monsterverse von Legendary brachte Ghidorah 2019 in Godzilla 2 King of the Monsters mehr als beeindruckend zurück ins Kino. Dieser Film, wieder inspiriert von Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, stellt daher wieder Godzilla, Ghidorah, Mothra und Rodan in den Mittelpunkt. Für Fans der klassischen Toho-Filme wahrscheinlich der beste Teil des bisherigen Monsterverse. Hier zeigt Hollywood wirklich, was es kann, und zeigt den Originalfilm einen tollen Tribut, welcher mit starken CGI-Effekten abgerundet wird. So geht wirklich großes Kino. Inwieweit Ghidorah in zukünftigen Projekten der Toho und Hollywood auftreten wird, ist pure Spekulation. Die Toho plant einen Nachfolger zu Godzilla Minus One von 2023 und im Monsterverse wird es erst 2027 weitergehen. Offizielle Meldungen zu den Fortsetzungen sind rar. Aufgrund Ghidorahs Popularität ist es nicht verwunderlich, dass er in jedem Videospiel bisher auftrat und in zahlreichen Comics. Für viele repräsentiert Ghidorah den Kaiju Eiga schlechthin. Seine 3 Köpfe, die goldene Farbe und seine imposanten Blitze sind charakteristisch für das Genre. Ghidorah hatte viele Interpretationen, was das Kaiju auch so interessant macht. Sicherlich wird er uns Fans in der Zukunft noch mehrmals begegnen. Darauf können wir schon jetzt gespannt sein. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.